Ja, die Boodschap van Deo. En dan aan de dag, dan check ik voorop naar de oefening. Dat is wat ik dat van Deo handelen deed. Dat we gründlich aan onszelf checken doen. Deze werk, deze Deo, wat er nog zijn verder. Wo staan we? Haben wir ons Bottom en hart smant? We zijn niet een soort zoutbaan zien kan. Oder is het een rode eer? Das Vers in Offenbarung, die sagt es dit. En willst du leef warm en niet kalt oder heet bist, wo ik die mijn mühl rutspielen? Willst du sagen, ik zie rijk, hab voll ab, en mir fehlt dort auch nichts, aber nicht weiß, dass du in jammerlich armet, miserabelt, blinget, nackt wrack bist. Das Vers schiebt mir so an ab dit. Diese Lied, en die zeigt uns dort so, sie haben eine Ansicht auf Ernst, selbst wer sie wären. Wir haben doch rein alle, jeder einer von uns, wir haben eine Ansicht auf wer wir selbst sind. Ich glaube manchmal selber so draken, aber wir wollen nicht mal wirklich an uns selbst nachgehen und mal checken, wer sind wir? Wo ladet uns? Aber doch nehmen wir ihre Motive für unbewusst und checken ab dort, wer sehe ich selbst wirklich? Wo stehe ich? Und was das hier jetzt aber rüberbringen, das, wenn wir hier lesen dann von verschiedenen Dingen, was Jesus sagt, was wir im Alten Testament sein dann, das sagt uns, ist das so viel. Was wir von uns selbst glauben dann, wer wir sind, braucht nicht stimmen. Kann sein, das ist lange nicht reich. Ein anderes Ding, was wir so erfahren dann, ist, wir checken nach anderen und wundern, was denkt ihr von mir? Was checkt ihr an mir an? Wo stehe ich? Und dann ist voll wie uns dann. Wir sind angenommen oder wir sind nicht angenommen. Wir sind gerecht oder wir sind nicht. Wir fallen uns vielleicht verschmähten Handen zurück. Einmal verdammt und nächstes Mal selbst gerecht. Bis wenn sie es anderen uns anchecken dann. Und das ist auch nicht dort, was das bestimmt hat, wer wir wirklich sind. Wir lesen kurz das Vers in Offenbarung 3. Das dort so redet da, wer weiß, wer wir sind. Er brachte das dort so an einen von den Aposteln an, sie sollen das zu den Engeln von jeder Kirche sein. Wenn dort würden wir nur studieren, dann verstehe ich so, nur den Ebersten von jeder Kirche, von diesen 7 Kirchen. Und er sieht die Wahrheit. Er sieht immer recht, Mann, das wird die selbst glauben, wer ihr seid. Das wird ihnen angecheckt von Beziehung. Und das wird auch glauben, dass du bist. Und was Jesus sagt, das wird die Wahrheit. Dort wird das Einzige, was bestimmt wird, was wieder mit Ernst wird passieren. Wünsche würden gehen. Es sei denn, wenn sie abstehen würden umwehen. Was ist es dann mit uns? Wo stehen wir dann? Was haben wir uns dann mal einen Grund erschaffen, dass wir weiten, wer wir sind? Wenn das nicht so ist. Wenn es so ist, dass Jeremia 17,9 sagt, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Gott kann. Aber wir kennen alle Gott. Wir weiten wirklich nicht mal selbst, warum wir uns hart stehen. Nicht in das Part. In uns denken, weit wir nicht, warum an mir selbst steht. Vielleicht sind wir blind dazu. Das so, wenn die Schrift sagt, die können sein und sein, aber sie können nicht sein. Die Hand hören, aber die können nicht hören. Wir können das Gott sein, den zwei, mit uns ähnelt für mich, und wer wir selbst sind. Aber blieb nicht durchstehen, das ist nicht die volle Antwort darauf. Schlachter 2000 sagt im Psalm 139, 23 und 24, erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösen Weg bin, und leite mich auf den ewigen Weg. Und das ist das Verlangen, was ich habe für mich und für jeder einem verdient, dass das wird uns roten sein zu Gott, diese 2 Wege. Und ich durch den Weg von Uvenchoy, ich sage mir bewusst, ich sage mir das klar und sicher, dass Gott hat, durch den Redner zu mir zu reden, der Weg.
En te alle van jullie ook. Daar ga ik geen twijfel aan. Maar ik weet uit mijn ene ervaring dat ik kan zeer hard zijn. En dat dingen wat er worden gereed, die komen mir vielleicht hart ver. En dadurch war ich bloß nachhören. Dus ik laat het eenmaal zijn dat we een groot bied is. Gewaltig groot. Roodheid en dat wordt verklapt en geklapt met een grote hummer. En dat wordt horen en horen dat het ding te brukken voor wat het veelt. Dat is wat aan ons kan passieren. Wanneer we niet dit verlangen hebben dat God ons wordt wijzen wer we zijn, dan komt het op ons nap. De we zijn wat God redt. Maar we worden blinder. We horen weinig. We worden horen. En bij ons waarom dan zijn we dat ook. Ik weet zo klaar bij mijn ouderen, dat we een hoorheidsgevaart wordt geen zoet wordt zijn opgegaan en dan wordt er weer opgevallen. Maar als die truwiedeboom is, dat een je tient had, en had gewassen zijn baard en dan bruikt dat smaand alle weg twee. Dat smaand dat wordt te zond. Nu is het weet niet hoe. God heeft een weg om ons weg maken. Hij heeft een weg aan ons hart aan te komen. Wanneer we dit verlangen hebben. Wanneer we dit verlangen worden hebben en we worden persoonlijk gaan naar God onbeziet checken, was het met dessen, was het met jenem, dan heeft hij een weg te ons te reden. En ons fällt ja dat te merken wat hij wil hebben. Dan zijn we vielleicht goed zingen wie über alle, wo Gott uns geraten hat, er hat uns geheilt. En we zijn geraten vrouw daran. Prijs den Herrn. Maar dat neemt ons keine uitnomen voort, van dat we gaan afkomen. Van dat we gaan kalt worden. Weet je, deze tjoiken, dat we alles tjoiken mensen. Terwijl Jezus is dat hard reden deed. De älteste van de tjoiken zegt, brengt dat uit naar de mensen daar. Omdat ze nog helemaal weten dat ze geen boos doen. Verder wat passeren, wat ik kan zeggen, wat er wat passeren. Ja, dit zijn de gedanken wat ik had te de openverzamelingen. En ik had het in 3 punten gedeeld dat zegt, wat we geloven dat we zijn, wat we ons zelfs geloven, dat brukt aber nicht sein, dass es wirklich mit uns stehen wird. Zweitens, die Kirchengänger, die kommen in der Ewigkeit mit 2 verschiedenen Städten ab. Die kommen nicht alle am Himmel ab. Und drittens, Gott offenbart soll auch David, wo sie wären, wer sie wirklich wären. So, dann gehen wir zurück, hier ist das eine Offenbarung, wo Jesus redet zu den Kirchen. En eerstens redt hij door in Offenbarung 2 te Ephesus. En dit weer in de kerk, dat had wirklich sehr veel goud. En Jezus naam de dingen, dat staat zo op, je hebt dit en dit en dit. Ik reken dat sehr veel van jullie. Je strengt wirklich aan, je opvriend op. Ik weet niet wat hij daar krijgt, alles ziet. Maar dan zegt hij, daar hing aan. Ein ding heb je aber verloren. Dat heb je toch gelaten. Dat zul je met gaan. Dit ene ding. Wat zei dat te eind? Want je niet worden boos zijn over dat ene ding. En je wordt je naam draaien. Dan wordt je natuurlijk niet meer in erfolg uitbrengen. Een andere weer. Ze worden niet meer in Jezus zijn scherm zijn. Den leuchter. En met de aanleiding. Dat wordt uitgaan met eind. En dan zijn we de kerk te Pergamos, dat we er 7 kerken en 7 grote steden, de grootste steden aan de omgeent, en te die reed hij daar. En dan zei hij te deze kerk, je hebt een kleines ding. Krijg je dat? Een kleines ding heb je. Een harde ding. We kunnen dat van de aan een kleines, schwinsch ding heb je. En hij nam het maar op, dat skal jeder einer van antwoordet heeft, maar dat komt in het kerk na, dat schwinske ding. En wanneer je niet worden daar even boos zijn, dan wordt, waar ik zeg Jezus, geen die krijgt vier, wat dit naam brengt dan. Dit ene ding, wie Jezus geen aan, dat kan niet een part zijn van zijn kerk. Tira muss hij, Theatira muss hij zijn dat zij horen hoererie met andere jata.
Und wenn sie nicht würden da über Buße tun, dann wird er an dort baden und schmieden. Und er wird eine große Trübsal über ihn kommen, über die, was da an Port nahm. Er sieht nicht über die ganze Tag, über die, was an diese Hörerie teilnahm. Und er wird die Kinder dood machen. Das sagt er, die Jüngers gepredigt worden. Also sie wussten das all. Und Jesus hat Geduld gehabt mit ihnen. Und was er dann wieder sagt, das ist ein großes Ding. Von ihnen wird gesagt, sie wären lebendig. Das wäre ein lebendiger Tag. So das hat ein großes Getrag gehabt in diesem Tag, wenn es wieder leben wird. Und Jesus sagt aber zu ihnen, in Wirklichkeit, er sei je über ganz dood. Da lebt gleich was an jenen Bahn. En aangeven in Laodicea. Dat wat mij het ganz meeste van de onscheren deed. Wou dat mal krijg lezen in kapitel 3, vers 14 aanvang. Und dem Engel der Gemeinde zu Laodicea schreibe, das sagt der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Kreatur Gottes. Ich weiß deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder kalt noch warm, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Und dann Vers 17. Du sprichst, ich bin reich und habe gar satt und bedarf nichts und weiß nicht, dass du elend und jämmerlich, arm, blind und bloß. Sie wissen das nicht, dass sie das wären. Sie glauben kriegt das jeder von sich selbst. Und sie wären arg an dort. Das geht nicht darum, was wir von uns selbst glauben, was mit uns steht. Das geht nicht darum, was andere von uns sein und glauben. Das geht darum, was Jesus von uns glaubt. Die Kirchegänger kommen endlich auf zwei verschiedene Städte ab in Ewigkeit. Und das redet Jesus selbst, das hat er mit den Jüngern top aus. In Matthäus 25, ich habe dort an seiner kleinen Einzelheiten lesen. Ja, und er kriegt da wel behandbläder. Dus dat ze hebben veel reden zu seine Jünger. Vielleicht würden wir so denken, hier sitzen wir in duizenden Menschen, da wir Moslems, da wir verschiedenste Religionen, wo er nicht Jesus als Zentrum hat. Und today sieht er all diese Dinge, dat wir aber nicht so steht. Nu Markus 13, Vers 3, dann redet er dort zu Petrus, zu Jakobus, zu Johannes und zu Andreas. Zu drei Jünger sieht er diese Warnungen. Die Warnung von den 10 Jungfrüs. Je ze weer alle 10 Jungfrüs. Habe ich gleich lang eine Botschaft hier, was ihr hört. Und sie wären an Gott sein Recht, sie luren alle auf Jesus. Aber viele von denen hat irgendwo die Kraft verloren. Die Kraft von einem wahren geborenen Christ. Sie haben dort versiemt irgendwo und sie wären nicht angeladen. Und diese Reihe, was Jesus da verteilt, zu seinen 4 Jünger, als auch von den Zentner, die haben alle einen Zentner gekriegt. Sie haben den alle mit. Aber das ist einem, zu dem wird gesagt, schmied den an eine Finsternis rüht. Und dann wollen wir da lesen in Matthäus 25, Vers 34. 46. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, dass er erbet das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mich getränkt. Ich bin ein Gast gewesen und ihr habt mich beherbergt. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr,
Wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dich gespeist oder durstig und haben dich getränkt? Wann haben wir dich als einen Gast gesehen und beherbergt oder nackt und haben dich bekleidet? Wann haben wir dich krank oder gefangen gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und sagen zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einen unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken, geht hin von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mich nicht getränkt. Ich bin ein Gast gewesen und ihr habt mich nicht beherbergt. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht bekleidet. Ich bin krank und gefangen gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Da werden sie ihm auch antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich gesehen, hungrig oder durstig oder als einen Gast oder nackt oder krank oder gefangen und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einen unter diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden in die ewige Pein gehen, aber die Gerechten in das ewige Leben. Der eerste eng ist ein sehr wundervoller Eng. Aber merken wir das dort so, irgendwie ist es für etwas ganz Natürliches, was sie deuten. Dat deinen, wat we s'morgens een beetje meer van hieren voor de zondagschool. Voor zijn er ook bijzondere dingen wat ze gaan doen. Dat te doen voor Jezus, dat we bloos erleven. Maar wat ik hier zo zijn doe van deze andere, dat is sehr traurig. En vers 44 zegt het, da werden sie ihm auch antworten und sagen, Herr, diese worden ook haar sei. Een andere weer, ze zei ook, ik heb Jezus als mijn heiland. Ja, Herr, ik heb je die. En maar ik kan niet deze mensen hier zijn. En dat komt het. Ze waren krachtens de Pharisäer. Ze waren blind. Ze zou Jezus zijn arbeid gaan. Ze hadden u te zijn. Maar ze merkten dat niet wat het schijnlijk was. Ze verstonden dat niet. Daaruit muss Jezus diesen Zweite entreden. Wir können maar een zeer goede versatz haben. Te doen, te deinen, so wieder. Aber wenn das nicht ist, dass wir das für Jesus wollen tun, was ist der Nutze daran? Dann ist es mit uns, wenn wir sein, was doch nicht sein tun. Gott offenbart soll en ook David wer zij weer. Zo ging een ere en hij zag wat passiert. En wordt het gezegd. Aber irgendwie, wanneer hij dat ook zag, wie hij dan nog blind was. En geen krijgt ze dat ze weer. En je weet niet geschichte wat dan passiert met hem. Wo hij heen ging en er wordt alle van hem genomen, hij wil niet meer een poort en God zijn recht dus dat. En God zijn geest wordt van hem genomen. En dan zegt het, voor mij is dit nog een mystery, zegt het, God gaf hem een andere geest. Dat zo een David dan was nu am gaan. Dan wordt dus Gods geest voetgenomen. En dan wordt hem den andere geest gegeven. David ging ook irre. En daar willen we bij lezen, een psalm. Maar hier zit ze wonder wie, wat wie hier de Unterschied. Er ging bad, sehr arg. Sie wussten bad von beter. Sie waren bad geroten. Wir können sagen, sie waren bad Prediger, Kirchenlehrer. Israel wird an Gott seine Kirche, wenn wir den sich nahen wollen. Und sie ging bad irre. Aber was wird es sehr verschiedener Outcome? Psalm 51, Vers 1 bis 14 bringt es sehr, sehr rüd. Was hieß es an David wir? Da fingen wir nicht an so. Da fingen wir nicht von. Ein Psalm Davids vorzusingen. Da der Prophet Nathan zu ihm kam, als er war zu Bethseba eingegangen.
Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünde nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich wohl von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein bleibest, wenn du gerichtet wirst. Siehe, ich bin in sündlichen Wesen geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Siehe, du hast Lust zur Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Du lassest mich wissen, die heimliche Weisheit. Als David hier staat te zien is in der Tjan van Bathseba, als hij is boosfertig wordt, dan ging zijn ogen op. En hij zag dat hij weer erhoop van Anfang an een sündiger Mensch. Nicht bloß dort diese eine Begebenheit. Hij rekent sich nicht Goude toe von dort, so als hij noch ein Hort wie. Davon, als hij für Soul singen deed. All seine Dinge, was hij door als een Truhort ja jung deed. Maar hij sagt het ganz ehrlich, sie ganz verdorven, maar mir ist het ganz uit. En dat wir eine wahre Bosheit. Eine wahre Bosheit braucht am klares Licht, ab wer hij wir. Hij kann nu endlich sein, wat hij wir und wat hij bedürftig wir. Entsündige mich mit Isab, dass ich rein werde, wasche mich, dass ich schneeweiß werde. Lass mich hören Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Verbeug dein Antlitz von meinen Sünden und tilge alle meine Missetaten. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, gewissen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Tröste mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem freudigen Geist rüste mich aus. Dit is bloß mijn verstellen hier. En dort vers 13 en 14, dus dat ze checkt hij 3. En als hij een kleiner jong weer. Een Jugendjong, je bent groot, niet zo? Niet kleiner jong. Okay. Aber dort lang 3. Als hij de verzol weer. En hij zag wat passiert met das man, als Gott den zijn geest had voetgenomen. En nu praat hij te God, God, doe dat niet aan mij. Hab genoeg op mij. En laat die geest met mij blijven, wenn hij erkent wat hij wird zijn, wanneer God zijn geest wird van hem genomen worden. Hij had een echt verlangen, teruggesteld te zijn in de gemeenschap met God. Zij hadden bed, Saul ook David, erg gegaan. Aber an David fangen wir, dat hij leidt zijn selbstgerechte Tag. Hij leidt al zijn menschenfurcht Tag. Hij leidt al zijn stalt Tag. Dat braucht alle 2. Dan kwam hij te de boze en hij zag aan wie hij weer. Dit maakt hem vrij. Dit maakt hem dat hij een man weer wat wieder kan doen. Dit maakt hem te een man wat wieder kan aan God zijn hart zijn. Nicht, wenn hij so perfekt wäre, aber wenn hij boosfertig wäre. Und hier sitzt es selber dort, das Stalt und Bose schafft nicht taub. Das ist ein kleiner Körn auf einem Smanflur. Der Bose dringt nicht durch. Wir kommen nicht bei wo. Wir können das alle hören, wir können das alle am Kopf vernehmen, am Denken, für Jahre. Aber wenn das nicht bei dem Hort kommt, dann ist es der Sod, was da bis man früher abfällt. Und wir sagen, der Prediger weiß nicht zu predigen, das rührt mich nicht, das tut mich nicht. Und wir wiesen nur den Prediger, wir sagen, das ist ein Kündchen gewesen, aber das ist ein Verfüllter, das ist ein Lade, das ist ein Schal gewesen. Aber trotzdem, wenn das Manflur so hart, und das Manflur war nicht ein, wenn das Kündchen dann abfällt, was da wel einen großen Baum merken, eine Frucht bringen. Und es ist leicht, das zu wiesen. Weet je, das ist sehr leicht, uns zu meten mit anderen Menschen. Dat braucht nicht, dat ons stalt aan 2, dat onze Selbstgerechtigkeit. Dat braucht nicht, dat wir dann gebrochen sind. Aber dann kann auch nicht Buße kommen. Weil die Buße kommt, dat ist nicht enttäuschen. Ich habe den Vers hier nicht abgeschrieben, ich habe das Morgens, dat op de Buße kommt keine Täuschung.
De Welt der Wege sind so viele Täuschungen, aber Buße erst nicht. Dat merkt uns für dem so viel, dass wir wollen zu nichts worden. Uns wird veracht worden, uns wird zu sie geschoben worden. Aber das, wenn Jesus uns frisch abrechnen hat, dass David deuten, können wir brückbar werden. Gott hat es so gut fair mit uns hier, was wir von der taub sind. Er will uns was sein, weg von hier. Er will zu uns reden. Er will uns Dinge erwiesen. Und ich sage uns, ich soll sein, die. Krieg die. Er will die zu einer Buße bringen. Wie die Kostmeier gebrochen sein. Wenn das gebrochen zu sein, das ist ein Dechel, das Ding. Ein anderer wird es, das bloß das Kreuz an uns zu nehmen, jeder Tag. Da muss wirklich jeder Tag bußfertig sein. Er will uns all das an uns Jahren arbeiten. Und ich vertraue ganz, dass er merkt den Bruder reut. Wir beten für das, dass er den wird reut merken. Aber weil wir noch viel mehr gehen und beten, und gehen und schaffen an uns Acker. Das ist eigentlich, was das geht. Das Acker, das wieder wir uns selbst reut merken. Das ist eine Arbeit, was wir zu tun haben. Verrat. Wir können zu Ovenchecken kommen. En ja, wieder terugchecken en zo vallen, dat veel nog een overchecken. Ik ben een betere 5 jaar, ben de 5 jaar student helpt niet. Ik zeg je nu kracht als ik dan weer slammer. Maar we hadden wohl te merken, wo we hangehen damit. En dat leert ons het zeer klar in Matthäus 13, wat we te doen hebben. Ik geloof, we kunnen ons eindelijk zeer fijn spelen aan dat een. En daar waar we in part van dat waar we van daar niet even gaan, dat is een huis opgehoven in alle en voor mij ook. De opgehovenheid nog ver mij, hij nog niet gemerkt. Dat ik mezelf waar aan dat spelen, wer zie ik? Wat wordt passeren met dat kern, wat God wordt in mijn hart aanstreven, dat ene werk. Waar we ons laten breken, waar we ons laten weg maken. Omdat God zijn woord kan komen en dat kan vrucht brengen. God kan erlangen damit, wat hij wil. Die al deze dingen wat ik gelezen heb van een openbaring van die tweeën, dat dat zo. Dat wie eigentlich God zijn genodigd heeft, dat dat zo zeer. Dus dat zo zeer hij nog, aber wanneer je buße dan passiert je dat niet. En dat is God het met ons ook verhaft. Hij wil ons gleich te zien schuiven. Hij wil het gleich met uitgaan. Hij wil dat we opgerecht worden, dat we nützlich zijn voor hem. Ik kan ook behelpen dat Eddie, du zegt, we hadden te beten. Ernstig te beten de nächste paar Weken. Die niet durchkomt, bid, du fasten, omdat de eer wat week worden. Dat du van die was zijn wat er zijn kan. Dat du was van die zijn wat er heren kan. En dat heren wat onderscheiden merken. Matthäus 13, dus een eindje wat er ver de predigt is van een zeeman. Matthäus 13, vers 11. Antwortete und sprach, euch ist gegeben, dass ihr das Geheimnis des Himmelreichs versteht. Diesen aber ist nicht gegeben. Denn wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe. Wer aber nicht hat, von dem wird auch genommen, was er hat. En dit liegt in hoorde weer aan ons predja. Manchmal tja, glauben, wie Hand, wat jeden fehlt. Wie Hand te beiden. En aber, wenn wir nicht in Wirklichkeit haben, wird uns dort noch genommen. Aber wenn wir in Wirklichkeit haben, dann jaft Gott einmal was mehr. Vers 13. Darum rede ich zu ihnen durch Gleichnisse. Denn mit sehenden Augen sehen sie nicht und mit hörenden Ohren hören sie nicht, denn sie verstehen es nicht. Und über ihnen wird die Weissagung Jesajas erfüllt, die da sagt, mit den Ohren werdet ihr hören und werdet es nicht verstehen. Und mit sehenden Augen werdet ihr sehen und werdet es nicht vernehmen. Denn dieses Volksherz ist verstockt.
und ihre Ohren hören übel, und ihre Augen schlummern, auf dass sie nicht dermaleins mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit den Herzen verstehen und sich bekehren, dass ich ihnen helfe. Wohin wird Gott so hart sein als das? Hij wil dat keiner sich wat bekehren ohne Buße oder ohne Glaube. Bloß an die Fälle jaft hij, dat wir können verstehen und dat wir können sein. Aber selig sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr höret, und haben es nicht gehört. So höret nun ihr dieses Gleichnis von dem Seemann. Warum ein Haus nehmen? Und dort liegt es an uns noch passen, an uns Frauen. Als er op einmal smeint, wat mijn grond is, als het weken hier, oder als het hier wordt versterkt worden, hoe dem dat een paar weken dat ze zoet wordt getient haben. Wat wordt passeren? Zie ik zo überwältig met financial dingen, dat het wordt wel meilig daar even ondergaan? Wel, God kan daar maar helpen. Hij wil dat het wat tient, dat het wat vrucht brengt. Zo had je een geloven aan dat God heeft wat voor je. Dan heeft hij een weg voor dat je kan rijden zijn om dat hier. Wel we opstaan te beden. Himmlischer Vater, Herr, wir sind hier bedürftige Menschen. Unbedingt lebe ich de meeste van ons waar geboren. Maar danach, Herr, help ons te erkennen dat wir blijven die bedürftig. Wir blijven daar, wo wir das die nicht merken können. Dat wir nicht würden selbstständig worden, hart gegen die. Dat wir nicht würden von der wurde erste Leib kalt wird. Aber dat wir würden warm mit die blijven, Tag für Tag angesteckt und abgefällt. In een nieuwe gemeenschap, omdat u ons was leren en leiden. En Herr, wil u dat des zien dat. Hier die gebeden, wat er vom harten gebed worden voor deze oventjouwing. Hier ons roken, Herr, wo ons hart uitroepen, dat u wirst ons aanscheren. En du wirst te dienen eer ons schaderen. En du wirst ons breken. En ons nu die tragen. Du wirst Recker, und Recker wirst du an uns wohnen. Und da wird weniger von uns sein und mehr von dir, Herr. Mach dort erregt worden. Jesus in Namen bete ich. Amen.